runter! Die sehen wahnsinnig furchterregend aus, gebe ich zu, aber führen angeblich nur Gutes im Schilde. Das sind sogenannte Kukeri, Fabelwesen, Jahrtausende alt, hier vom Balkan, und jetzt im Winter ziehen sie durch die Bergdörfer von Nordbulgarien. Herzlich willkommen zum Hanseblick. Wer sich unter diesen Masken verbirgt und warum diese Tradition heute beliebter ist denn je, das werden wir rauskriegen in diesem Hanseblick. Wir sind in Pernik, eine Autostunde von Sofia entfernt, am Fuße des kleinen Vitosha-Gebirges. Man hört sie lange bevor man sie sieht. Sie tauchen auf immer im Januar, wenn die Tage wieder länger werden, und dann scheppern sie stundenlang durchs Dorf, um das alte Jahr und die bösen Geister zu vertreiben. Hier in Leskowec legen sie Wert darauf, dass alles an den Kostümen vom Tier stammt. Außer den Glocken natürlich. Diese Maske hat im letzten Jahr den ersten Preis beim großen Festival gewonnen. Also Hörner, Fell und Leder sind immer dabei. Das kann von der Kuh sein oder vom Schaf oder von der Ziege. Eigentlich kann die Kostüme jeder nach seinen eigenen Vorstellungen bauen. Der Fantasie sind bei uns keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, sie sehen richtig gruselig aus. Für Alex und seine Freunde steht der Saisonhöhepunkt noch bevor, die große Maskenparade auf dem Surva-Fest in wenigen Tagen in Pernik. Wenn du mit ganzem Herzen dabei bist, dann merkst du gar nicht, wie anstrengend das alles ist. Wir warten das ganze Jahr über auf dieses eine Ereignis. Und wenn es soweit ist, dann bist du total aufgeregt und glücklich. Völlig egal, ob du erschöpft bist oder nicht. Das Tolle daran ist ja auch, dass wir es für die Alten tun. Die selbst können ja nicht mehr so mitmachen. Es liegt also an uns, diese Tradition am Leben zu erhalten. Neuerdings dürfen auch Frauen als Kukeri auftreten. In den mehr als 2000 Jahren davor war das Ritual allein den unverheirateten Männern vorbehalten. Immer zwischen Neujahr und dem Beginn der Fastenzeit tauchten diese Gestalten auf, um die Geister gnädig zu stimmen und eine gute Ernte zu erbitten. Wenn sie hinter ihren Masken verschwinden, dann feiern die Bulgaren ein Dorfleben, das es so heute nicht mehr gibt. In Leskowec sind viele junge Familien weggezogen, der Arbeit hinterher, nach Sofia oder nach Pernik. Auch die Georgiews kommen nur noch am Wochenende zurück in ihr Dorf. Alex, sein Bruder und sein Vater sind seit Tagen nur noch damit beschäftigt, das Surva-Fest vorzubereiten, die große Parade in der Stadt. Und Alex soll dann die Gruppe anführen. Ein Kukeri-Marsch ersetzt jedes Fitnessstudio. Die Glocken allein wiegen mehr als 20 Kilo. Und bei der Parade am Wochenende werden alle 4 Georgiews dabei sein. Die Masken und Kostüme werden in Alex' Familie seit Generationen weitergegeben, gehütet und gepflegt. Maske und Sohn, beide erstklassig, meint der Vater. Aber an dem guten Erbstück müssen vorm nächsten Auftritt dringend noch die Hörner repariert werden und ein paar andere Kleinigkeiten.
Es wird immer schwerer, so schönes altes Material zu finden. Ich habe es gerade versucht und nach solchen Kuhhörnern geschaut, aber du kriegst das einfach nicht mehr. Wer sowas hat, gibt es nicht her. Früher war das viel einfacher, aber die Zeiten sind vorbei. Auch seine Vorfahren hatten ja mal Kühe und Schafe, bis die Familie dann eben in die Stadt zog. Von Kindesbeinen an ist Alex bei den Kukeri mitgelaufen, kennt alle Figuren in diesem Schauspiel. Hier, da sind meine Großväter zu sehen, als Bär verkleidet und als Priester. Mit ihren Kostümen waren sie damals sogar in dem Spielfilm Das Ziegenhorn zu sehen. Hier holt sich Alex Inspiration für seinen großen Auftritt am Wochenende. Ein paar hundert Meter höher trägt man Skihelme statt Fellmasken. Die Hauptstadt Sofia und das Hochgebirge gehen hier fast nahtlos ineinander über. Die meisten Kukeris wollen ja den Winter auch so ein bisschen vertreiben mit ihrem Ritual, aber viele freuen sich in der Region auch, dass der Winter noch da ist. Und deshalb will ich die Chance nutzen, meine verschollenen Skikenntnisse ein bisschen aufzubessern. Im Hausgebirge von den Sofiotern und Pernikern mit Svet. Er ist Skilehrer und spricht erfreulicherweise sehr gut Deutsch und kann mich so ein bisschen einweisen und mir vor allen Dingen dieses tolle kleine Vitascha-Gebirge zeigen. Euer ganzer Stolz, ne Svet? Genau, ganz genau, unser Stolz. Hier wollen wir runter? Hier fahren wir runter, wir gehen da auf der anderen Seite. Zum Glück gibt's hier keine schwarzen Pisten. Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr auf Ski gestanden. Weiter laufen zu lassen und dann in die Kurve zu gehen. Und dann wieder laufen lassen und dann in die Kurve gehen. Skifahren, Vergnügen in Sofia. Also über Sofia. Das Stadtzentrum der Hauptstadt ist gerade mal 10 Kilometer entfernt. Es gibt hier 5 Lifte, 20 Kilometer Skipiste, alles sehr überschaubar, noch erschwinglich und ohne lange Schlangen am Lift. Die Knochen sind noch dran. Er sitzt schon wie ein Profi auf dem Lift. Hör auf! Ich bin froh, dass ich heil runtergekommen bin, aber macht Spaß. Die Oberschenkel brennen schon. Wir wollen jetzt ganz nach oben auf den Gipfel. Oberhalb von der Bäumengrenze. Du kannst die echten Winter erleben. Und das ist 2 Stunden entfernt von der U-Bahn, was wirklich sehr viel wert ist. Wie oft bist du hier? Ich versuche immer bis 4 Mal pro Woche hier zu sein. Es geht nicht immer, aber 2 Mal auf jeden Fall, jede Woche. Der Černý Vrch, der schwarze Gipfel, 2290 Meter hoch und nur zu Fuß zu erreichen. Kommt ihr nach Vitascha? Sofia ist zweithöchste Hauptstadt Europas. Ach so? Ja, nach Madrid. Wenn man Andorra und San Marino nicht mitzählt. Vitascha ist eigentlich unbezahlbar. Unbezahlbar für uns. Deine ganze Einstellung fürs Leben ändert sich. Du bist ruhiger, dann ist es die ganzen Sachen, die dich nerven, sind vorbei. Und da oben ist nur das Wichtigste, ne? Was
für dich wichtig ist. Hast du solche Momente auch schon mal gehabt, wo du hier eine wichtige Entscheidung getroffen hast für dich am Berg? Ich habe meine Ex-Frau auf dem Berg getroffen, da oben, wenn das eine wichtige Entscheidung war, ja. Svert hat einige Jahre als Skilehrer in Österreich gearbeitet, aber dann zog es ihn wieder zurück in die Heimat. Schuld daran war auch der Schwarze Gipfel. Mann, ist das herrlich. Der Aufstieg von der Liftstation hat uns 2 Stunden gekostet. Jetzt endlich macht sich der mitgezogene Schlitten bezahlt. Pernik, der Ort, in dem sich bald Zehntausende Maskenträger treffen, um eine uralte Tradition zu feiern, er verbreitet erstmal wenig historisches Flair. Die Bergarbeiterstadt mit noch 60.000 Einwohnern hat viel eingebüßt in den vergangenen Jahrzehnten. Die meisten Minen sind geschlossen, die Kraftwerke verfeuern die letzte Kohle. Vor 100 Jahren war Pernik das industrielle Herz Bulgariens. 12.000 Menschen arbeiteten im Bergbau. Das Haus der Minendirektion lässt heute noch erahnen, dass hier mal der Wohlstand zu Hause war. Das größte Braunkohlevorkommen Bulgariens wurde Ende des 19. Jahrhunderts rund um Pernik entdeckt. Gießereien und Maschinenbaubetriebe siedelten sich an, die Einwohnerzahl versiebenfachte sich in kurzer Zeit. Übrig geblieben von diesem schwarz-goldenen Zeitalter ist ein Museumsstollen. Valentin Mircev war lange als Mineningenieur unter Tage tätig. Heute führt er Besucher durch die Gänge und wird noch immer sentimental dabei. Преди 7 години почнах работа в музея като минен техник. Als ich vor 7 Jahren hier anfing, mich um die Ausstellungsstücke zu kümmern, da fiel mir eines Tages diese Lampe vor die Füße. Als ich sie aufhob, sah ich die Nummer und die Initialen. W und M. Valentin Mircev. Das war meine alte Lampe. Ich habe geweint vor Freude. 204-3? Da. Ein paar kleine Minen in Pernik sind noch in Betrieb, aber das Ende der Kohle ist längst absehbar. Traurig für Leute wie Valentin, die hier nicht nur einen gut bezahlten Job hatten. Für mich ist diese Stadt sehr wichtig. Ich habe hier meine Frau kennengelernt. Sie war die letzte Minengeologin, bevor hier alles dicht gemacht wurde. Meine Kinder wurden hier geboren. Die Stadt hat mir alles gegeben, wirklich alles. Този град ми е дал всичко. Всичко. Ja, dieses imposante Gebäude symbolisiert den ganzen Stolz der Bergarbeiterstadt Pernik. Aber Bergbau, das ist leider die Vergangenheit. Die Zukunft oder die Gegenwart, das, worauf die Perniker heute stolz sind, das findet da drüben statt. Surva! Die dreitägige Maskenparade hat begonnen. Alle ziehen einmal quer durch die Innenstadt zum großen Paradeplatz.
Mehr als 10.000 Kukeri sind dabei, die meisten aus Bulgarien, aber auch aus Rumänien, Griechenland oder Nordmazedonien, wo dieser Kult ebenso gepflegt wird. Ich frage mich, wie es darunter aussieht und wie es sich anfühlt. Sag mal, könnte ich das Ding auch mal aufsetzen? Nee, ich glaube nicht, dass du das hinkriegst. Dieses Teil ist richtig schwer. 15 Kilo ungefähr wiegt das Kopfteil. Und ein ganzes Kostüm kostet mindestens 10.000 Euro. Jede Region hat ihren eigenen Stil. Die Zottelmonster mit dem Pferdehaar kommen übrigens aus Bansko, in Deutschland berühmt geworden durch den Film Toni Erdmann. Und er kennt jedes Kostüm, jeden historischen Hintergrund. Adrian Skrimov ist der Festivalleiter. Er hat sich früher selbst gern verkleidet und sitzt heute mit in der Jury. Auf dem Platz darf sich jede Gruppe für ein paar Minuten mit einer Art Choreografie präsentieren. Aber Preise sind für die meisten eher nebensächlich. Ich sehe Menschen, die ihre Tradition lieben, die ihre Stadt lieben und die ihr Dorf lieben. Menschen, die sich gut verstehen wegen dieser Tradition. Es gibt welche, die sprechen und sehen sich das ganze Jahr nicht. Aber hier auf dem Platz sind wir wieder zusammen und das ist der Zauber von Surva. Für die einen ist Surva Magie, andere sehen darin nur Hokuspokus. Im Kloster Tschernogorski ist von dem Mummenschanz nichts zu hören und zu sehen. Innere Einkehr ist hier das oberste Gebot. Schon um 5 Uhr früh betet jeder in seiner eigenen Zelle, später trifft man sich zum Gottesdienst in der Kapelle. Klostervorsteher ist Pater Nikanor. Er war früher Broker an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq. Seitdem er hier einzog, wurde aus dem vergessenen und verfallenen Ort ein Vorzeigekloster der bulgarisch-orthodoxen Kirche. Für die teure Sanierung war es durchaus von Vorteil, dass Pater Nikanor noch gute Beziehungen zu Banken und Großspendern pflegt. Wenn sie nicht beten oder Besucher durchs Haus führen, dann kümmern sich die 5 Mönche um ein paar Tiere, einen Gemüsegarten und produzieren ihren beliebten Klosterjoghurt. Okay. Where can I sit, Nikanor? You can sit here. Okay. Das ist also das tägliche Ritual. Nach dem Gottesdienst gibt es erstmal Kaffee, ja? Every day. Every day. Okay. А на Константин можеш да сложиш. На Константин си слагаш. И на госта в този случай трябва да сложиш. На тях ще да... Wie würden Sie Ihre Beziehung untereinander beschreiben? Sind Sie Freunde, Familie, Kollegen? Friends? Are you colleagues? Are you a family? What are you? Ja, genau. Wir sind all das. Freunde, Familie, Kollegen. Und manchmal sind wir auch Konkurrenten. Ja, auch das. Im Kloster leben auch nur Menschen. Wir sind kein Ort für Leute, die sich für perfekt halten. Wir kommen hierher mit all unseren Sünden. Und das Kloster ist für uns eine Art geistliche Heilstätte. Wie alle in dieser Runde hatte Pater Nikanor irgendwann sein spirituelles Erweckungserlebnis. Was ihm genau passiert ist, das behält er lieber für sich.
Finanzanalysten und Broker, die gibt es zuhauf in der Welt. Aber Mönche, die sind rar. Manchmal gibt Gott dir die Chance, die Welt, unser Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Er öffnet dir ein anderes Universum. Und dann weißt du, Gott ruft dich. Wenn es Nikanors Bestimmung war, dieses Kloster zu retten, dann ist ihm das wohl gelungen. Das ist eines der wenigen Klöster in der Region, das den ganzen Tag über Sonne hat. Und die Anlage hier ist wirklich wunderschön. Über eine Sache wollte ich ja noch reden mit dem Pater. Was hält er von den Geistern, die angeblich schon viel länger hier zu Hause sind als die Christen? Den Kukeri, diesem Kult aus heidnischer Zeit. Yes, Kukeri parade in Pernik. It started in the recent years. They say that it's like they were expelling the. Sie sagen, dass sie das Böse vertreiben können. Aber das ist eine Lüge. Es ist eine Gelegenheit, wo die Leute gerne feiern. Das ist auch okay. Aber die Kirche begibt sich da nicht in irgendwelche Auseinandersetzungen, die nichts bringen. Wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben. Wir wissen, worum es da geht. You just ignore it? Ja, wir ignorieren es einfach. Sobald man das Kloster aber verlässt, ist es schwer, die Kukeri zu ignorieren. Der Dorfverein von Luhlin setzt zum Endspurt an. Die letzten Masken für die Parade müssen fertig werden. Es wollen diesmal mehr Leute mitmachen als noch im Vorjahr. Die Jungen lernen von den Alten. Drei Tage brauche ich für so eine Maske. Bis Sonntag ist die fertig. Kein Problem. Ivan hat auch genügend Zeit dafür, denn seine Eltern haben ihn für das Sova-Fest eine Woche von der Schule abgemeldet. Für ihn gibt's nichts Schöneres, als mit den Großen im Winter scheppernd um die Häuser zu ziehen. Eigentlich hätten sie schon genug Masken für alle, die mitmachen am Wochenende. Aber sie bauen einfach weiter, weil es Spaß macht und es sonst an einem Januarabend auch nicht so viel zu erleben gibt in ihrem Dorf. Wir kriegen eigentlich von Jahr zu Jahr neue Mitglieder. Wir bauen neue Kostüme und neue Masken, schaffen neue Glocken an. Wir wollen Spaß haben und etwas für die Gemeinschaft tun. Deshalb sind wir hier im Dorf auch sehr gut angesehen. Wir bringen den Menschen einfach Freude. Jeden Tag, wenn ich aus der Schule komme, dann übe ich erstmal. Eine Viertelstunde. Ich nehme mir so eine Pfeife und dann tanze ich so im Rhythmus mit den Glocken wie später auf der Parade. Ivan ist ein Sova-Verrückter, kennt alle Formen und Größen der Glocken, hat selbst schon viele Masken gebaut und er hat entsprechend Ehrfurcht vor den besonders schönen und raffinierten, die hier im Fundus aufbewahrt werden. Und das ist seine Lieblingsmaske. Die gefällt mir besonders, weil die Nase hier wie so ein Jesuskreuz geformt ist. Ich glaube auch daran, dass wir damit das Böse vertreiben können. Wenn diese Maske irgendwo auftaucht, dann kehrt das Gute zurück ins Haus.
Und sollten die Masken noch nicht abschreckend genug sein, dann nehmen die Kukeri auch gern ein bisschen Feuer zur Hilfe. So, man sieht schon an unserer Ausrüstung, wir haben Großes vor heute mit Familie Christoph. Das sind hier die guten Geister der Berge. Christoph, what are we going to do? Wir gehen auf eine Abenteuertour hier rund um das Dorf. Auf diesem Weg machen wir Bergsteigen, wir seilen uns ab, kriechen in eine Höhle und steigen an einer Felswand hoch. Da ist alles drin. 4 Aktivitäten an einem Tag. Christo, seine Frau und die beiden Söhne gehen seit Jahren gemeinsam in die Berge. Heute sind noch 2 Freunde dabei. Was ist eigentlich dein Beruf? Mein Job ist Teambuilding, Adventure Teambuilding. Das ist unsere Mannschaft. Wir machen das gemeinsam. Also deine Familie ist auch dein Team. Aber was war deine ursprüngliche Ausbildung? Ach so, ja, ich bin eigentlich Ingenieur, Fernsehingenieur. Aber damit war für Christo gleich nach der Ausbildung Schluss. Es zog ihn in die Berge. Heute ist es das Balkangebirge, rund eine Autostunde von Pernik entfernt. Was wir anbieten, ist eigentlich für alle geeignet. Man braucht kein spezielles Training. Jeder kann kommen und loslegen. Wir wandern an den Wänden der Iskar-Schlucht. Aus dem Flusstal steigen die Sandsteinfelsen mehrere hundert Meter empor. Die Römer waren die ersten, die sich hier einen Weg durch das Gestein bahnten. Und auch andere Kulturen haben ihre Spuren hinterlassen. Das Kreuz wurde genau an dieser Stelle aufgestellt, weil hier in der 2. Januarwoche die Sonne drauf scheint. Es ist das Zeichen dafür, dass der Winter vorbei ist. Das ist dann die Zeit, in der die Kukeri herumziehen und die bösen Geister vertreiben und das neue Jahr begrüßen. Kalin und Mumcu bereiten mich auf die nächste Etappe vor. Mumcu, what do I need to know? We need to clip it here on your harness, like this. Sie wurden quasi mit Kletterseilen am Bauch geboren. Nach dem Wandern geht's jetzt das erste Stück an die Felswand. Du musst immer gucken, dass du so kleine Mulden und Kanten zum Festhalten findest. Okay. Yeah. Joro, behind. Yeah, it's like it. Christo, du bist eigentlich gelernter Fernsehingenieur. Warum hast du das gleich hingeschmissen und bist hier in die Bergwelt entflohen? Was findest du hier? Ehrlich gesagt, ich fand es unerträglich, in irgendwelchen Büros hinter Glas- und Betonwänden zu sitzen. Und Bulgarien bietet so viele Möglichkeiten für Outdoor- und Extremsport. Und Abenteuertourismus ist genau mein Ding. Hier draußen fühle ich mich wohl. Das ist einfach ideal für mich.
Das ist ja in dieser Region auch sehr verbreitet, dass diese Kukers herumlaufen. Wir haben die jetzt in verschiedenen Orten gesehen. Was verbindest du mit dieser Tradition? Was bedeutet sie dir? Das ist für mich das wichtigste Fest in Bulgarien. Das gab es schon lange vor der Christianisierung des Landes. Jeder Bulgare sollte das einmal im Leben mitmachen. In vielen Regionen ist die Tradition leider ausgestorben. Deshalb ist es so wichtig, dass sie hier in der Gegend, vor allem in Pernik, am Leben erhalten wird. Wir sind wieder im Haus der Familie Georgiew. Es sind noch 5 Stunden bis zur großen Surva-Parade. Alex hat die Rolle gewechselt. Er ist heute der Marschall, so eine Art Taktgeber, der wichtigste Mann. Dieser Krach, die Aufregung. Jedes Jahr das Gleiche. Ich muss nachher dafür sorgen, dass sich alle richtig aufstellen und keiner aus der Reihe tanzt. Ich bin der Trauzeuge. Und das ist die Mitgift. Das wird dann der Braut umgehängt. Die Kukeri spielen auch oft Szenen aus dem klassischen Dorfleben nach, wie eine Hochzeit zum Beispiel. Das halbe Dorf Leskowitz macht sich auf den Weg nach Pernik. Das Surva-Fest ist immer auch eine Art große Wiedersehensfeier und es ist die Chance, das eigene Dorf zu repräsentieren. Mama Georgiew heute auch im Schafsfell. Vater Georgiew steuert den Transporter mit den Masken. Und Alex, er trägt offenbar schwer an seiner Verantwortung heute. Es ist eine Tradition, die lebt. Und auch das hat die UNESCO gewürdigt, als die Kukeri zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Auf unserer Bergtour mit den Christophs geht's jetzt steil abwärts. Du meinst, dieser Baum hält uns? Ja, der ist so fest, ich glaube, da könnte man ein Auto dran aufhängen. Okay. Okay. They go down? Yes. Okay. Okay. All right, let's go. Upside. That's fun. Alles okay, Christo? Gib Leine. Ja, langsam, immer schön langsam, sagen sie. Wow. Was für ein Panorama. Okay. Okay. Ready? We're down. Der Weg über die 30 Meter hohe Felswand war der kürzeste, um zu einer der großen Karsthöhlen zu gelangen. Eine Seilschaft bilden, sich vertrauen, ausprobieren, scheitern, es wieder versuchen, das bringen die Christophs ihren Kunden bei. Große bulgarische Firmen schicken ihre Manager gern auf so eine Tour. Yep. So, jetzt geht's weiter. Ja, okay. Am Ende der Höhle liegt etwas, das auch Bergsteiger von ihren Gipfeltouren kennen. Like a guestbook. So, wo ist der Stift? Hier unten. Schon ziemlich staubig. Ja. What's today? 20th.
haben eine tolle Zeit gehabt. Vielen Dank. Благодаря. 3 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Es ist Zeit, sich auf den Rückweg zu machen. Für Kalin und Mumchu ist das alles natürlich nicht viel mehr als ein Spaziergang. Ich liebe die Challenge beim Klettern. Ich will immer die steilste oder die längste Route klettern, die ich finden kann. Als wir klein waren, haben wir das gehasst, mit unseren Eltern in die Berge zu gehen. Wir wollten viel lieber am Computer spielen. Also wir mochten das einfach nicht, aber das hat sich mit der Zeit einfach total verändert. But somehow when we grow up, It changed? it's changed somehow, yeah. Ist das herrlich. Ja, ich kann die Christus gut verstehen. Wir müssen jetzt zurück auf unsere Ausgangshöhe klettern, an einer sogenannten Via Ferrata. Hier sind Eisenstufen in den Fels gehauen, also Kraxeln mit Stützrädern, wenn man so will. Ich hab's an dieser einen Stelle einfach nicht hingekriegt, diese Haken umzusetzen. Excellent. Oh, do you have to go through there? Da müssen wir auch noch durch. Da durch? Yes, this is that. Und jetzt durch dieses Mäuseloch durch. Eieiei. Da soll ich durch? Den Rucksack abnehmen. Problem ist gar nicht die Höhe. Jetzt haben wir wirklich alles gehabt auf dieser Tour. Spalten, Tiefen, Mäuselöcher. Aber hat Spaß gemacht. Oh, und wieder so ein toller Ausblick. Oh, ist das herrlich. Oh. Liebe Christophs, ihr seid super. Oh. Zum Abschluss gibt es einen Original-Balkan-Gebirgstee. Die Kräuter dafür hat Mama Jana im Sommer hier selbst gesammelt. Und vielleicht beruhigt der ja auch etwas die Nerven. Die Familie Christoph klettert zwar schon seit Jahrzehnten gemeinsam durch Bulgarien, aber so ein bisschen Angst ist trotzdem immer noch dabei. Es hat große Freude gemacht. Wie fandet ihr es? How was it, Christo? The trip with me and the team? Like Rakete. Wie eine Rakete. Like rocket. Very fast. Ganz schön rasant, aber schön, wenn es dir gefallen hat. Als Mumchu kleiner war, bin ich auch mal diesen steilen Weg mit ihm geklettert. Obwohl ich bei ihm war, hatte ich so eine Angst, dass er abstürzen könnte. Inzwischen beherrschen sie das ja alles perfekt, aber als Mutter macht man sich eben immer Sorgen. Die beiden sind echte Vorbilder für uns. Sie haben uns alles beigebracht, was wir heute können. Und ich glaube, wir können noch viele Jahre was von ihnen lernen. Wir denken ja, dass wir hier die verrückten Sachen machen, aber die beiden sind einfach noch krasser. Der Bus aus Leskowitz hat Pernik erreicht. Die Stadt ist seit 3 Tagen im Surva-Fieber. Das Fest wird von Jahr zu Jahr größer. In den 50er Jahren waren die Kukeri in Bulgarien noch komplett verboten. Mit dem Aberglauben wollte der kommunistische Staat damals nichts zu tun haben. Aber dann schwenkte die Regierung um, setzte auf Patriotismus und genehmigte vor 60 Jahren das erste Surva-Fest in Pernik. Für Alex wird es nicht einfach, hier seine Leute auf Linie zu bringen. Alkohol ist auch schon reichlich im Spiel.
Ich muss die Gruppe anführen und unsere Leute so positionieren, dass wir vor der Jury einen guten Eindruck machen. Also alle müssen immer den richtigen Abstand zueinander einhalten, den Rhythmus beibehalten und ich sorge dann dafür, dass wir im gleichmäßigen Tempo vorankommen. Ich bin so aufgeregt. Ja, ich fühle mich einfach gut. Wir wollen natürlich die goldene Maske gewinnen. Über Stunden werden sie jetzt so Richtung Festplatz ziehen. Mit ihren Glocken imitieren sie den Horo, einen traditionellen bulgarischen Stepptanz. Die ganz Starken tragen dabei 40 Kilo Metall am Körper. Das Sova-Fest zeigt auch, Tradition lässt sich vermarkten. Pernik gehört inzwischen wie Köln und Venedig zu den europäischen Karnevalsstädten. Die Parade wird live im Fernsehen übertragen und Touristen aus anderen Ländern kommen neuerdings, um sich das Spektakel anzusehen. Die Gruppe aus Leskowitz tanzt dann doch nicht so perfekt nach Alex Pfeife. Er muss immer wieder Ausreißer einfangen. Mit dem Preis der goldenen Maske wird es diesmal nichts. Aber ihren eigentlichen Job haben die Kukeri in diesem Winter ja sowieso schon erfüllt. Hässliche Masken, aber darunter, wie wir gesehen haben, ganz liebe Menschen. Und ich glaube, die machen so viel Kraft, die haben für Jahre die bösen Geister aus Bulgarien verbannt. Ich brauche jetzt erstmal Ohrstöpsel. Das war der Hanseblick aus Bulgarien. Tschüss!